Die Familie Thani dominiert diesen Staat, wie keine andere Herrscherfamilie einen Staat weltweit dominiert. Man darf sich von dieser Glitzerwelt nicht beeinflussen lassen. Im Alter von vielleicht 13, 14 Jahren habe ich angefangen, meine erste App zu entwickeln, die ersten Erfahrungen gesammelt und habe dann einfach für mich gemerkt, es gibt das technische Thema, was mir persönlich gar nicht liegt, und es gibt den Bereich, wo es darum geht, mit Menschen zu sprechen, Dinge zu verkaufen, zu vermarkten, was schon viel eher meine Leidenschaft ist. Sein erstes Unternehmen gründet Eike Çağdar mit 16. Jetzt erstellt er Webseiten für verschiedene Firmen mit seiner eigenen Firma mit gerade mal 19 Jahren. Neue Dinge zu entdecken und mich auch selbst weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Ich glaube, darum geht es mir persönlich. Der monetäre Faktor oder dieser Faktor der Freiheit ist natürlich auch da. Der bewegt bei mir aber gar nicht, sondern mir macht es viel, viel mehr Spaß, mich noch mit neuen Leuten auszutauschen, in diese Richtung zu gehen, von anderen sehr erfolgreichen Personen in den ganz unterschiedlichsten Ebenen zu lernen und mich in der Hinsicht auch weiterzuentwickeln. Eine Inspiration, Arnold Schwarzenegger. Den trifft er zwar nie persönlich, aber er lernt von ihm. Habe keine Angst zu scheitern. Und Eike macht einfach. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Mates for Mindset. Heute werde ich dir 3 nützliche Tipps geben, mit denen du eine dauerhafte Motivation in allen Lebensbereichen erreichen kannst. Hier gibt es Motivationstipps auf YouTube mit 16. Es folgt eine App, die Sportler vernetzen soll. Eine Art Facebook für Hobbyathleten. Beides funktioniert eher nicht so. Ich glaube, mein erstes Projekt, was wirklich dann erfolgreich wurde, wenn man es in dem Sinne so betiteln kann, war, nachdem ich 3 Projekte wirklich voll Karacho an die Wand gefahren habe. Und deswegen, das kommt nichts von irgendwoher, das war nicht einfach nur Glück, sondern das kommt auch daher, dass man aufgestanden ist, als man Dinge in den Sand gesetzt hat, um das mal so zu sagen. Abi macht Eike übrigens parallel zu seinen unternehmerischen Aktivitäten. Und er reist in die USA, das Gründerland schlechthin, sein Traumland. Aber nicht Silicon Valley ist für ihn das Maß aller Dinge, sondern New York. Ich glaube, jeden Tower, den man sieht, und die sind dort ja zahlreich vertreten, symbolisiert für mich persönlich etwas, dass jemand hinten dran steht und dafür hart gearbeitet hat. Und nicht nur irgendjemand, sondern so eine Gruppe an vielen, vielen Menschen. Und ich glaube, diesen Geist zu spüren, was dort in dieser Stadt tagtäglich erreicht wird, das ist schon sehr, sehr motivierend und auch inspirierend gleichzeitig. Seine Eltern sind keine Unternehmer. Papa Christoph ist Lehrer, Mutter Donja Angestellte. Ihr Credo war schon immer, Eike laufen zu lassen. Der geht genauso feiern wie seine Mitschüler, aber hat eben auch ständig neue Ideen. Das konnte auch mal anstrengend sein. Mit 15 auf seiner Schule bis zur 10. Klasse wollte er dann in den letzten 4 Monaten, seiner Klasse dann iPads besorgen mit Sponsoren und so. Und der hat dann auch so eine Art Elternabend einberufen und alle fanden das toll, weil der Eike so nach vorne geht. Ich war so der Mahner im Hintergrund, habe gesagt, du bist nur noch 4 Monate auf der Schule. Das bringt jetzt nichts, aber das hat ihn einfach nur noch mehr bestärkt, nach vorne zu gehen. Für Gründer unter 18 ist Deutschland kein einfaches Land. Eike musste seine Geschäftsfähigkeit vor Gericht einklagen. Mit Zeugnissen, Beurteilungen und einem Businessplan. Jetzt hilft er unentgeltlich anderen Teenagern auf diesem Weg. Schön, wieder zu sehen. Ja, freut mich auch. Was macht das Geschäft? Davide Mercatali ist 15 und Inhaber einer TikTok-Agentur. Beide haben sich über das Netzwerk Startup Teens kennengelernt. Heute coacht Eike ihn für eine Präsentation. Er hilft mir spezifisch bei neuen Ideen. Entweder wir callen, ich schreibe ihm eine Nachricht, was auch immer. Ich gebe ihm eine Idee. Er überlegt kurz und sagt mir, hey, Davide, könnte funktionieren. Oder Davide, das ist komplett schlecht, du musst es anders machen. Also bei neuen Ideen, aber auch bei bestehenden Sachen, zum Beispiel, wie ich Prozesse optimieren kann oder wie ich mit Kunden umgehen kann. Auch Davide wird in seinem Alter natürlich mal einen Misserfolg haben. Dass Scheitern bei uns nicht zu sehr verurteilt wird, ist Eike ein großes Anliegen. Ich denke, wir haben im deutschsprachigen Raum einfach das Problem, dass dieses Scheitern oftmals viel, viel zu negativ gesehen wird. Man muss es natürlich nicht bejubeln, aber man wird quasi super runtergemacht und man kann daraus nicht lernen. Beziehungsweise viele werden daraus nicht lernen. Und ich denke, wenn wir hier eine Einstellungsänderung hätten,
dann würde das viel bewegen. Auch besonders in dieser Start-up-Szene, weil sich viel mehr Leute trauen würden, auch das zu machen, was sie wirklich wollen, unternehmerisch gesehen. So, Davide, mach's gut, hat mich sehr, sehr gefreut. Mich auch. Wir sehen uns am 8. Wir sehen uns am 8. Mach's gut. Eike wird bald studieren gehen, wahrscheinlich BWL. Seine Firma will er weiter vorantreiben. Nur eine Sache auf einmal. Wäre ja auch langweilig. Man darf sich von dieser Glitzerwelt nicht beeinflussen lassen. Katar ist sehr widersprüchlich. Ich denke, Katar hat es geschafft, sehr viel Einfluss zu kaufen. Und wenn sie einmal angefangen haben, ist es sehr schwer, das wieder zu stoppen. Katar ist tatsächlich der Weltmeister im Aufbau von weicher Macht. Katar hat damit genau das erreicht, was es wollte.